Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video heute geht es um das Thema Schließzylinder. Wie baue ich den Schließzylinder aus? Und die zweite Sache ist, wie messe ich den aus? Ja, welchen brauche ich denn überhaupt für meine Tür? Und wie einfach das geht, das möchte ich euch hier in diesem Video gerne zeigen. So, wir haben hier einen klassischen Schließzylinder mit einem Schloss dran, wo ich auch auf- und zuschließen kann. Ich kann auch hier oben den Schnapper auch zurücksetzen mit diesem Schließzylinder. Also ein ganz normaler Schließzylinder, den fast jede Haustür hat. So, jetzt kann es sein, dass, ja, wie es so oft passiert, dass man den Kindern einen Schlüssel gibt, ja, und ja, wie es passiert, entweder haben sie ihn verloren oder ob sie ihn geklaut bekommen haben, keine Ahnung, ist ja auch ganz egal. Fakt ist nur, in dem Fall würde ich auf jeden Fall einen neuen Schließzylinder einbauen in meine Haustür. Das wäre mir persönlich wichtig. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse. So, ja, jetzt kann man natürlich einen Schlüsseldienst holen, der kann das alles wunderbar machen, bezahlt mir viel Geld dafür. Ja, ich möchte euch aber hier zeigen, wie ihr das selber machen könnt. Das ist nämlich total einfach. Und ja, und dann denke ich mal, bekommt ihr das auch hin. So, wenn ihr jetzt eure Tür aufmacht und guckt von der Seite auf das Schloss, dann habt ihr ja diese Ansicht hier mit dem Schnapper. Und hier ist ja der Schließmechanismus, oder vielmehr nicht der Mechanismus, sondern der Bolzen, dass die Tür nicht aufgemacht werden kann. Und ja, und dann seht ihr hier unten seht ihr eine Schraube. Das kann eine Kreuzschlitzschraube sein, das kann auch eine Imbusschraube sein, keine Ahnung. Jedenfalls diese Schraube, die müsst ihr lösen. Da ist so eine ganz lange Schraube drin, weil die geht nämlich von hier bis hier hinten zu dem Schließzylinder. Ich zeige euch das gleich. So lang ist die. So, jetzt kann ich den Schließzylinder, wenn ich den Schlüssel zurückdrehe, andere Richtung. Genau, ich muss die einmal schließen und dann kann ich den Schließzylinder entnehmen. So, hier seht ihr, damit dieser Schraube ist der Schließzylinder fixiert. Und nur wenn die Tür offen ist, also der Besitzer der Tür, der kann das dann hier rausschrauben und kann dann den Schließzylinder wechseln. Nun, jetzt haben wir den Zylinder ausgebaut. Jetzt benötigen wir ja natürlich auch einen neuen, damit die Sicherheit wieder gegeben ist an unserer Wohnungstür. Und jetzt müssen wir wissen, was bestellen wir denn da? Ja, jetzt haben wir hier eine Gesamtlänge von 60 mm circa. Ja. Und wenn ihr den jetzt bestellt, wäre das ein 30-30er. Also 30 plus 30 sind 60 und das bezieht sich immer auf die Mitte. In dem Fall hier die Mitte von diesem Schließmechanismus. Ungefähr 30 mm ist ungefähr die Mitte und auch von hier. Das wäre jetzt ein 30-30er. Also zählt ihr zusammen, die Gesamtlänge ist dann die 60. So, es gibt nämlich noch andere Variationen. Das heißt nämlich, dass dieser Schließmechanismus nicht in der Mitte ist. Das heißt, hier habt ihr jetzt einen Schenkel, der heißt dann jetzt 40. Ja, 40:30 gibt es auch. Gesamtlänge dann 70. Das liegt daran, je nachdem wie euer Türblatt aufgebaut ist, dass der Zylinder auch auf beiden Seiten bis hinten zur Blende abschließt. Und darauf müsst ihr achten. So, jetzt kann es natürlich sein, ihr habt überhaupt gar keinen Zylinder, ihr habt noch ein altes Schließsystem, wollt aber auf einen neuen Sicherheitsschließzylinder umrüsten. Und da müsst ihr ja natürlich auch wissen, wie messe ich das denn jetzt im Türblatt? Und das möchte ich euch gerne auch noch zeigen. Ich werde natürlich auch in der Videobeschreibung mal wieder verlinken, wo ich meinen Zylinder gekauft habe oder wo ich meine Zylinder kaufe.
Da könnt ihr dann auch mal nachschauen, ob eure passenden auch dabei sind. Gut, dann gehen wir jetzt mal und messen mal am Türblatt. So, was ihr für einen Zylinder braucht, ermittelt ihr damit, indem ihr euch ein Maßband nehmt, steckt den durch das Loch, wo der Zylinder reinkommt, durch und hakt den hier hinten an der Blende, hakt ihr ihn fest. Und auf der anderen Seite lesen wir jetzt ab. So, hier habe ich jetzt 55 mm. Also mein Zylinder hat eine Gesamtlänge von 55 mm. Jetzt kommt die Besonderheit. So, bei 55 bedeutet das ja, ich hätte dann, wenn ich ein mittiges Schließsystem hätte, hätte ich ja 27,5 mal 27,5, um auf meine 55 zu kommen, aber das gibt es nicht. Also muss hier an meinem Türblatt schon was anderes sein. So, wenn ich jetzt hier den 60er nehme und stecke den durch, dann fällt schnell auf. Das heißt, hier guckt er ein Stück raus und auf der anderen Seite ist er bündig. Das heißt also, auf einer Seite ist er 5 mm kürzer oder umgekehrt 5 mm länger auf der anderen Seite. Und das müssen wir jetzt ausmessen und wie wir das ausmessen, das möchte ich euch jetzt zeigen. So, da benutzt ihr eine Wasserwaage und legt die euch so auf die Blende, dass es einigermaßen gerade ist, und dann messt ihr mit dem Maßband zur Mitte von diesem Schließbolzen und das sind dann die 25. Immer die Mitte von dem Schließbolzen. So, jetzt hier auf der anderen Seite müssten das ja jetzt rein theoretisch 30 mm sein und das Ganze werden wir wieder jetzt hier mit der Wasserwaage testen, ob das auch so ist. Und dann wissen wir unser Maß. So, wir halten auf die Blende und messen. Ja, jetzt genau, so, jetzt habe ich es gerade auf der Blende, sind es genau 30. Also 25, 30. Das ist mein Zylinder, den ich benötige. Das konnten wir jetzt hier eigentlich relativ einfach ermitteln. Ja, so einfach ist das eigentlich hier mit den Schließzylindern. Wenn man weiß, was man messen muss, worauf man zu achten hat und wie man es ausbauen muss, dann ist es alles hier keine Hexerei. Dann kann das jeder von euch. Und deswegen mache ich auch dieses Video, damit ihr euch auch selber helfen könnt. Da ist es halt dann immer schön, wenn auch mal im Feedback ein Feedback hinterlassen wird, dass es bei euch geklappt hat. Auch wenn es nicht geklappt hat, ist es auch nicht schlimm. Kann man das auch ins Feedback schreiben. Dann kann ich das eventuell noch etwas optimieren. Ja, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist das eine einfache Sache, wie man das hier ausmisst und wie man die Zylinder wechseln kann. So, generell würde ich ja sowieso sagen, jetzt von eurer Haustür würde ich mir immer schon mal noch einen Ersatzzylinder bereitlegen. Es könnte ja jetzt rein theoretisch sein, ihr sperrt euch aus, ja, und kommt nicht mehr rein. Da gibt es ja jede Menge YouTube-Videos, die ich gesehen habe, wo ja, quasi das Schloss ohne Schlüssel geöffnet wird, so dass man reinkommt. Und dann könnte man den Zylinder ja wieder, also den ihr noch zu Hause habt, dann einbauen und dann wäre eure Haustür wieder gesichert. Ja. Ob das so einfach funktioniert, dass wir hier so ein Schloss ohne Schlüssel öffnen können, das zeige ich in meinem nächsten Video. Das ist dann hier schon mal die Ankündigung für das Video. Diesen Sicherheitszylinder hier zu öffnen ohne Schlüssel, ob das überhaupt funktioniert. Brauche ich dann wirklich keinen Schlüsseldienst? Kann ich das wirklich selber machen? Oder ja, was kommt dabei rum? Das interessiert mich, das teste ich und ich zeige es dann euch auch. Ja, und dann sind wir schon eigentlich am Ende von dem Video hier. Und wie gesagt, Abo dalassen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Feedback wäre sehr schön, ob gut oder schlecht. Die Glocke anmachen, dann wisst ihr auch Bescheid, wenn wieder ein neues Video kommt. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und macht's gut. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.